Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer und Zuschauer. Heute möchte ich mich mit den Tarotkarten einem sehr schwierigen Thema widmen. Und zwar nämlich den Ukraine-Konflikt, der jetzt heute leider seit einem Jahr besteht. Und ich hatte vor einem Jahr eine Legung zu der Ukraine gemacht und da hatte ich auch schon gemeint, ich hätte diese Legung sowieso gemacht und bei dieser Legung gilt das Gleiche. Ich würde diese heutige Legung sowieso machen und weil ich die Legung sowieso mache, denke ich, dass es dann auch irgendwie gut ist, wenn ich die gleich teile mit euch. Und dass die Legung diejenigen von euch erreicht, die auch daran interessiert sind. Ich möchte hier keine Meinung vertreten oder keine Meinung propagieren. Es interessiert mich einfach selber, was die Tarotkarten dazu sagen und mehr steckt nicht dahinter. Grundsätzlich, ist es halt schon meine Meinung, dass ich es schon wichtig finde, die Ukraine in dieser schweren Zeit zu unterstützen und dass Russland kein Anrecht auf irgendeinen Zentimeter Land von der Ukraine hat. Aber es ist halt nur meine Meinung. Ich versuche halt in dieser Legung möglichst objektiv zu sein. Das kann mir natürlich auch nicht hundertprozentig gelingen. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber natürlich, die Karten haben eine gewisse Objektivität. Die liegen halt da, ihr seht die. Wenn ihr eine andere Interpretationsweise habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Mal schauen. Mal schauen, was diese Karten sagen. Also ich plane jetzt diese Legung auf ein Jahr hinweg. Ne? Wir überlegen jetzt mal so, das ist eine Jahreslegung dann quasi. Wir schauen mal, was in diesem Jahr passiert. Ja, ich mache halt einfach das keltische Kreuz. Ja, wir fangen einfach mal an. Wie geht der Ukraine-Konflikt weiter? Wie geht es mit der Ukraine weiter? Wie geht es mit der Ukraine weiter? Prinzessin der Kelche. Sehr viel Emotionalität. Frieden. Also Absprachen. Im Moment werden Gespräche geführt. Oder jedenfalls, also es gibt halt diese, was ich jetzt in den Nachrichten mitgekriegt habe, dass China auch irgendwie für Friedensgespräche sich einsetzt. Vielleicht gibt es hier wirklich die Option dafür. Prinzessin der Kelche, Königin der Kelche. Ich bin etwas irritiert, muss ich zugeben. Sonne, Offenheit, Klarheit. Das heißt ja eben, und Erkenntnisse. Das heißt ja schon, dass das, was eigentlich im Moment in den Nachrichten besprochen wird, also dass es eigentlich doch alles recht transparent und offen ist. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wachstum. Positive Entwicklung, positive, erfreuliche Entwicklungen. Also es sieht mir eigentlich ganz gut aus. Es gibt hier Pläne. Es gibt Pläne. Es gibt Gesprächsbereitschaft. Es gibt Kommunikation. Die Allianzen, auch dass China sich einmischt, ist wirklich im Moment sehr positiv und führt irgendwie zu einer gewissen Rationalität, Neuerkenntnisse, aber man ist hier noch unentschlossen. Man ist auch voller Emotionen.
Aber im Moment sieht es mir so aus, als wären beide Parteien im Moment nicht mehr darauf konzentriert, wirklich den Krieg weiterzuführen. Und man möchte hier, beide Seiten möchten hier eine Verhandlung haben. Beide Seiten möchten jetzt eigentlich die Situation klären. Wow, es gibt hier ganz viele richterliche Sachen. Faire Kommunikation, sehr viel Schwerter. Ist ja unglaublich. Was ist das Ergebnis? Der Prinz der Stäbe kommt dann als Ergebnis dabei raus. Das bringt natürlich wieder Kriegssituationen wieder mit rein. So viele Akteure, das ist nicht gut. Es gibt hier schon starke von beiden Seiten, starke Bemühungen, jetzt hier zu einer Einigung zu kommen, zu einem Waffenstillstand, man bedient sich hier des Rechtswesens, der Judikative. Man möchte hier Verträge, faire Verträge. Da steckt natürlich auch noch eine Menge Unentschlossenheit dahinter, ne? Das ist auch klar, aber beide Seiten sind gerade aktuell gesprächsbereit. Die Prinzessin der Kelche. Okay, die Prinzessin der Kelche. Ja, aber irgendwie, naja, also dieser Ritter der Schwerter mischt sich, also fungiert hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Partei dieser Mensch ist. Welche Kriegspartei. Vielleicht ist der Ritter der Schwerter tatsächlich die Chinesen, vielleicht die Amerikaner. Ich weiß es nicht. Von dieser Person kommt auf jeden Fall Kommunikation rein, schnelle Kommunikation. Aber das ist im Moment irgendwie nicht so richtig zielführend. Das wirkt sich ziemlich kontraproduktiv aus. Und diese Gespräche werden auch ein bisschen im Sande verlaufen. Jeder wünscht sich jetzt gerade Fortschritte. Die Situation ist schon angespannt. Also nicht angespannt. Aber alle sind so ein bisschen geistig im Moment, also so mental angeregt und jeder überlegt sich irgendwie Lösungen. Ich würde es hier als wirklich ganz positiv empfinden, wenn wir hier nicht den Prinz der Stäbe hätten. Der Prinz der Stäbe bringt hier so eine Unreife rein, eine unreife Energie. Also sagt mir das eigentlich, dass irgendwann diese Bemühungen, jetzt doch irgendwie Friedensgespräche zu führen, von irgendeiner Seite aus boykottiert werden und und plötzlich dann wieder Feuer reinkommt. Also eine Seite wird hier doch aus einer ganz unreifen Überlegung heraus einfach wieder den Krieg befeuern. Und das macht natürlich alle Bemühungen zunichte. Ich sehe hier doch sehr viele ernste Bemühungen auf beiden Seiten, zu Friedensgesprächen zu kommen. Aber es wird boykottiert und sabotiert von einem Prinzen der Stäbe und ich weiß nicht, welche Seite der ist. Ne? Eine Seite, eine Partei. Ja, das ist
Also diesen Prinz der Stäbe ist einfach klar, wenn er diese Situation jetzt ändert, wenn er das jetzt so subvertiert, überschreitet er eine Grenze. Und dieser Prinz der Stäbe weiß halt selber nicht genau, ob es ihm das wert ist. Es führt auf jeden Fall zu einer immensen Veränderung danach. Ja, also, ich kann zusammenfassen, es gibt hier ernsthafte Bemühungen für den Frieden. Die sehen auch sehr gut aus. Also, die Kaiserin sagt hier schon, dass diese Bemühungen für den Frieden zu etwas führen werden, auch tatsächlich. Also hier setzt man das entscheidende Fundament für das, was in der Zukunft passieren kann. Aber es entwickelt sich dann auch positiv, man macht sich hier gute Pläne, hat gute Ideen, ist in einem guten Gesprächsverlauf und es wird dann sabotiert von einer Seite. Ja, nichts ist in Stein gemeißelt, ne? Es ist jedoch vielen Bewegungen unterlegen, ne? Wie das sich jetzt weiterentwickelt. Natürlich, ne? Also auch die Karten können hier nicht unbedingt einen eindeutigen Verlauf prognostizieren. Mal gucken, was die Zeitkarten sagen. Wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Vielleicht kriegen wir eine Antwort. Achte deine Gefühle, 4 Wochen, 4 Monate. Das wäre sehr, sehr schön. Ne? Hier ist auch ein Verweis auf Krebs. Das ist ja auch ungefähr in 4 Monaten, witzigerweise. Ne? Das ist genau in 4 Monaten. Krebs. Also da könnte sein, dass im Juni, Juli wirklich was sehr Entscheidendes passieren wird, was den Kriegsverlauf nochmal in eine andere Richtung bringt. Ich sage jetzt nicht, ich habe jetzt die mutige Entscheidung, die mutige Frage gestellt, ja, wann ist der Krieg vorbei? Ich glaube persönlich jetzt nicht, dass das 4 Monate dauert. Aber wer weiß, das wäre natürlich super. Früchte reifen heran, wie in einer Art von Schwangerschaft. Man spürt tief reichende Gemütsbewegungen. Also, das, was hier passiert, diese Friedensverhandlungen, diese Bemühungen, die werden fruchten. Die werden fruchten in 4 Monaten. Das ist damit gemeint. Das ist wirklich interessant. Und dazwischen wird es halt eben diese Phase leider auch noch geben. Ne? Ich zeige euch das hier. Hier ist der Prinz der Stäbe, hier ist der Mond, Prinz der Scheiben und der Turm. Das ist leider noch natürlich eine sehr krasse Kriegsphase. Das würde ich schon so sagen. Ne? Also der Krieg geht schon dann in eine neue Phase. Aber es könnte vielleicht tatsächlich die letzte sein. Es wäre zu hoffen. Ne? Wäre das nicht toll? Also das wäre zu hoffen. Ich bin mir aber sicher, dass in diesem Zeitraum, in diesem Juni, Juli schon eine Veränderung des Krieges stattfinden wird. Eine positive, ne? Wir versuchen jetzt nochmal eine andere Sache. Das nächste Jahr. Wie wird das nächste Jahr? Was haben wir jetzt? Wir haben den 24. Februar. Die letzten Tage zähle ich dann noch zu den März. Was passiert im März in der Ukraine? Okay, Liebe ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber natürlich gibt es hier erstmal den Versuch von Kommunikation. Und der wird über den ganzen März noch bestehen bleiben. Da könnten wir auch wirklich positive Nachrichten hören, in diese Richtung gehend. Ja, okay. April auch noch. Okay, im April könnte es sogar richtig gut aussehen.
Da könnte es zu ernsthaften Friedensgesprächen kommen. Okay, der Mai sieht vielleicht dann schon ein bisschen brenzlicher aus. Da passieren auch Neuanfänge und irgendwie könnte sich da einige Situationen wandeln. Der Nah kann aber auch sich positiv auswirken. Ne? Vielleicht ist man hier dann doch recht zuversichtlich, dass der Krieg dann bald zu Ende geht. Hier sind wir im Juni. Auch da sieht es eigentlich ganz positiv aus. Ja, Juli. Da haben wir dann Feuerenergie, ne? Also im Privatleben ist es eigentlich eine sehr schöne, positive Karte. Aber die 3 Stäbe, ne, ist halt Feuerenergie. Ist halt vielleicht auch wieder eine Befeuerung der Situation, dass man hier wieder neuen Mut schöpft, dass man das eine Seite wieder, also das eine oder dass beide Seiten den Krieg gewinnen können. Es zeigt hier eine Aktivität. Und wenn es um Krieg geht, ist Aktivität ja nicht unbedingt das Positivste. Ja. März, April, Mai, Juni, Juli. Juli, August. August sieht mir nach verhärteten Fronten aus. Neue Perspektiven im September, neue Hoffnung, neue Möglichkeiten, neue Perspektiven, neues Geld auch. Hoffnung und Optimismus im Oktober. November. Trauer und schmerzhafte Erkenntnis. Neues Feuer. Hierophant. Vergeblichkeit. Universum, Aeon. Das ist ja interessant. Tja, es ist halt irgendwie sehr uneindeutig, muss ich schon sagen. Das ist natürlich hier keine sehr befriedigende Antwort. Ne? Natürlich sind solche Vorgänge vielleicht auch viel zu komplex, um sie mit Karten darlegen zu können. Es ist ja jetzt hier nur ein Versuch. Hier wird es halt so unklar in dieser Zeit. Entscheidend wird der Juli sein. Hier wird sich zeigen, ne? Wie sind diese 3 Stäbe gemeint? Bricht hier ein neuer Krieg, eine neue Kriegsphase aus, neue Wut, neue Aggression? Oder ist es das Gegenteil? Man hat bis dahin einen Friedensvertrag geschmiedet und man hat hier dann neue Hoffnung, neuen Optimismus in die Zukunft und man kann diesen Tatendrang für den Aufbau einer neuen Zukunft verwenden. Das ist halt so entscheidend, um hier diese Phase hin dann zu deuten. Wenn wir hier noch weiter im Krieg sind, dann wird hier der Dezember und der Februar nächsten Jahres von sehr entscheidender Bedeutung sein. Auch so wird das der Fall sein. Man könnte das jetzt hier, diese Phasen, so interpretieren,
wenn der Krieg bis dahin vorbei ist, dass man hier eine Phase der Reflexion hat, in der man Trauer verarbeitet. Aber natürlich kann man das auch eigentlich so interpretieren, dass man durch die Kriegstätigkeit einfach auch ausgelaugt ist. Sehr schwierig, das hier zu deuten. Was meint ihr dazu? Vielleicht seht ihr etwas, was ich nicht sehe. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit zugehört habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin hier noch ein bisschen am Rätseln. Ich wünsche der Ukraine und natürlich uns allen, ganz Europa, viel Glück und viel Erfolg im nächsten Jahr. Und dass das hier bedeutet, dass es Kriegsende geben wird. Das wäre natürlich irgendwie am besten mit dem Neuanfang, mit den Narren. Das würde ich mir natürlich wünschen. Hier, ne, die Königin der Kelche. Vage Energie, ne? Gerechtigkeit. Dass hier Gerechtigkeit walten wird. Dass man hier eine juristische Lösung, eine friedliche, eine faire Lösung finden kann. Eine kommunikative vor allem. Das würde ich mir wünschen. Die auch dazu führt, dass beide Länder frei sind. Ne? Freiheit ist dieser Person auch sehr wichtig. Wir werden sehen, ne? Das ist der April. März, April. Ja, meine lieben Zuhörer, meine lieben Zuschauer, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und Glück für uns alle, ne? Liebe Grüße, alles Gute und bis bald mal wieder.